Nous sommes dans un monde de migration. Notwendige, verstärkte legale Arbeitsmigration. Nous sommes un pays qui a toujours été fait de migration. Wir schaffen das. Migrantrepreneur. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Migrantrepreneur. Migrantrepreneur ist eine deutsch-französische Podcast-Serie des europäischen Dialogprogramms der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der deutsch-französischen Stimmen der Jugend. Mein Name ist Lisa Pajot und ich bin Jura-Absolventin. Migrantrepreneur stellt Erfolgsgeschichten von migrantischen Unternehmerinnen und Unternehmern in Deutschland und Frankreich vor. Und wir möchten herausfinden, wie migrantisches Unternehmertum die Gesellschaft in den beiden Ländern prägt, welche Rolle es für Innovation spielt und was sich noch verändern muss, um migrantische Unternehmer besser zu unterstützen. In den ersten beiden Folgen der Podcast-Serie haben wir mit Expertinnen und Experten im Themenbereich Hürden und Chancen für die Gruppe der Migrantrepreneur ausgemacht. Nun kommen auch Migrantrepreneur selbst zu Wort und erzählen von ihren außergewöhnlichen Lebenswegen. In den vorherigen 2 Folgen haben wir mit Unternehmensgründer Ziad Baroni gesprochen, der das Tech-Unternehmen Moshes in Deutschland gegründet hat, sowie mit Frau Lidima Kamdem, die sowohl Deutsch als auch Französisch spricht und sich in Deutschland niedergelassen hat, um die Plattform Familove zu gründen. Ich freue mich, in unserer heutigen Folge Frau Monica Aimé Domingo begrüßen zu dürfen. Sie ist Gründerin des digitalen Modelabels Maison Bay Domingo. In unserem Gespräch möchten wir heute der Frage nachgehen, welchen Stellenwert soziales und handwerkliches Unternehmertum in einer überwiegend digitalen Gesellschaft hat. Frau Domingos Migrationsweg und die vielen Hürden, die damit verbunden waren, haben auch eine wesentliche Rolle im Entstehungsprozess ihres unternehmerischen Projekts gespielt, das wir heute vorstellen werden. Danke, guten Tag und vielen Dank für diese Gelegenheit. Frau Domingo, wie ich gerade schon erwähnt habe, sind Sie die Gründerin des Modelabels Bay Domingo, das sowohl ein digitales als auch ein Handwerksunternehmen ist. Und bevor Sie uns mehr über dieses ehrgeizige Projekt erzählen, das Sie derzeit noch in Teilen entwickeln, sollten unsere Zuhörer etwas über Ihren außergewöhnlichen Lebensweg erfahren. Das ist sicher auch für viele Einwanderinnen und Einwanderer spannend zu wissen, was Sie hierher geführt hat. Zunächst einmal, warum haben Sie sich für die Schneiderei und die Welt der Mode entschieden? Waren Sie dafür vorbestimmt? Also nein, ich würde sagen, dass ich nicht gerade für das Nähen vorbestimmt war. Das kam im Nachhinein betrachtet eigentlich völlig überraschend. Ich komme aus einer Familie, in der sich Frauen immer sehr gut gekleidet haben. Meine Großmutter war das, was wir in meinem Heimatland Benin eine Nana Benz nennen. Ich bin mit Stoffen aufgewachsen, denn die Nana Benz in Benin sind Frauen, die ein Vermögen gemacht haben und Stoffe verkaufen. Ich bin also in diesem Umfeld aufgewachsen, aber nichts hat mich für die Arbeit mit Mode sozusagen vorbestimmt. Ich habe ein BTS-Diplom, das ist ein französisches Ausbildungsdiplom in Wirtschaftskommunikation und Archivierung, abgeschlossen. Und dann lange bevor ich zur Modewirtschaft kam, arbeitete ich für verschiedene Organisationen wie die UNO, wie Médecins du Monde, wie die französische Botschaft, die US-Botschaft oder auch in der NGO ABSM PSI. Ich würde also sagen, dass meine Leidenschaft für Mode erst danach kam, denn ich wollte einfach Kleider entwerfen und warf Kleider für Partys, für meine Cousinen, für meine Mütter, für meine Tanten. Und so schlug meine Mutter dann eines Morgens vor, dass ich doch Modedesign studieren sollte, um letztendlich zu lernen, wie man das tut, was ich dann auch tat. Also so bin ich ein bisschen per Zufall zum Modedesign gekommen. Und all diese Erfahrung, diese Arbeitserfahrung, von denen Sie sprechen, für die verschiedenen Vereine, haben Sie die in Benin gesammelt? Ja, die habe ich zu einem Teil in Benin gesammelt und zu einem anderen großen Teil aber auch in Tunesien, wo ich insgesamt 5 Jahre gelebt habe. Würden Sie uns denn erzählen, was Sie dazu bewegt hat, Benin zu verlassen und nach Tunesien zu gehen? Was mich dazu bewegt hatte, Benin zu verlassen und nach Tunesien zu gehen, war einfach der Umstand, dass ich zu der Zeit politische Aktivistin in meinem Land war
und ich für die französische Botschaft in einem Projekt gearbeitet habe, das politisch etwas heikel war. Es ging darum nämlich um die Freiheiten von LGBTQI in Benin. Und wir sehen auch, dass leider in Benin es immer noch eine Verfassung gibt, die diese Gruppe von LGBTQI verurteilt, obwohl es heute etwas weniger streng geworden ist. Das war dann also auch die Folge davon. Also es wurde ein Haftbefehl gegen mich ausgestellt. Und ich musste mein Land letztendlich verlassen. Ich musste nach Tunesien gehen. Aber ich habe die Gelegenheit dann eben auch genutzt, um Modedesign-Kurse zu belegen. Und nachdem Sie dann dort waren, in Tunesien, was hat Sie bewegt, nach Frankreich zu gehen? Warum sind Sie damals nicht in Tunesien geblieben? Ja, ich bin nicht in Tunesien geblieben, weil ich unter dem Schutz der UNO stand, also unter dem Schutz der UNO als Staatenlose. Und da ich eben eine staatenlose Geflüchtete war, wurde ich nach Frankreich direkt umgesiedelt, sodass ich nicht wirklich eine Wahl hatte. Leider entsprach Tunesien auch nicht wirklich meinen Erwartungen, da ich dort nicht eine berufliche Karriere anstreben konnte, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich meine, ich war eine schwarze Frau und die Situation für ethnische Minderheiten in Tunesien ist sehr problematisch. Deshalb hat mich die UNO dann 2016 nach Frankreich umgesiedelt. Wie war das denn dann nach Ihrer Ankunft in Frankreich? Haben Sie einen Flüchtlingsstatus oder ein bestimmtes Visum beantragt? Ich hatte ja bereits den Status einer staatenlosen Asylbewerberin, der mir dann von Tunesien aus zuerkannt worden war. Und ich musste dann als Staatenlose nach Frankreich umgesiedelt werden. Ich brauchte eigentlich kein Visum, denn der Status war bereits vorhanden und unterlag der Genfer Flüchtlingskonvention. So bin ich also dann nach Frankreich angekommen und ich musste von meiner Seite aus keine besonderen Maßnahmen mehr ergreifen. Ich wurde nur über den Tag meiner Abreise informiert und das war's. Und wie verlief Ihre Ankunft in Frankreich? Ja, also es lief insofern ganz gut, als dass ich bereits zum Urlaub machen auch mal nach Frankreich gekommen bin und somit auch schon erste Kontakte zur französischen Kultur hatte. Und auch weil ich in meinem Herkunftsland so lange auf ein französisches Gymnasium gegangen bin, bevor ich dann in das nationale Schulsystem aufgenommen wurde. Ich hatte mich also schon an die französische Kultur gewöhnt, so dass ich halt sagen kann, dass ich nicht wirklich unter Integrationsproblemen gelitten habe und dass es recht gut gelaufen ist, wenn man mal von den beruflichen Aspekten absieht. Sie hatten gerade von Ihrem Diplom erzählt, das Sie in Benin erworben hatten. Konnten Sie das in Frankreich nutzen und anerkennen lassen? Also in Frankreich, nein. Ich konnte meine Diplome nicht verwenden, aus dem einfachen Grund, dass ich es nicht in Frankreich gemacht hatte und es nicht von einer Universität erworben hatte, die von Frankreich anerkannt war oder geschweige denn mit Frankreich eine Partnerschaft hatte. Also ich hatte kein Angebot für einen gleichwertigen Arbeitsplatz und wandte mich daher damals dann dem Unternehmertum zu. Und obwohl ich mich an das Arbeitsamt gewandt hatte und einen ziemlich guten Lebenslauf, auch mit Arbeitserfahrung vorweisen konnte, wurde ich automatisch immer wieder auf Stellen wie Putzfrau, Kindermädchen, Küchenhilfe verwiesen. Also auf Stellen, die absolut nichts mit meinen Fähigkeiten oder meiner Ausbildung zu tun hatten. Das ist tatsächlich ein Punkt, der in unserem Podcast bisher noch nicht so viel diskutiert wurde. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns dazu heute die Gelegenheit geben. Die Anerkennung von Diplomen, die innerhalb der Europäischen Union mehr oder weniger einfach ist, was aber für Menschen aus Drittländern, also von außerhalb der Europäischen Union, oft sehr schwierig ist. Wir haben festgestellt, dass viele Migrantepreneurs sich dem Unternehmertum zuwenden oder zugewandt haben, gerade wegen der fehlenden Anerkennung ihres früheren Abschlusses in ihrem Herkunftsland. Und wie kam es denn zu der Entscheidung, Ihr Unternehmen, Ihr Label Bay Domingo zu gründen? Ja, dank einiger Kunden, die ich auch aus Tunesien schon kannte, entstand dann peu à peu die Idee, mein Unternehmen Maison Bay Domingo zu gründen. Denn gleich nach meinem Modestudium hatte ich für 2 tunesische Marken gearbeitet, die dort vertreten waren. Und ich war auch für die Produktion und den Verkauf dieser Marken verantwortlich. Und so hatte ich dann auch schon Kontakte zu bestimmten Kunden, die mich mehrmals gefragt hatten, als ich dann nach Frankreich kam, ja, wo sie denn meine Kreation eigentlich erwerben könnten und ob ich Empfehlungen aussprechen könnte.
Und da habe ich den Personen dann zugesagt, denn zu dieser Zeit war ich arbeitslos und für mich war es genau der richtige Zeitpunkt, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Migrantrepreneur. Dans les épisodes précédents, nous avons pu In vorherigen Folgen des Podcasts haben wir uns mit praktischen Schwierigkeiten befasst, wie zum Beispiel mit administrativen und finanziellen Schwierigkeiten, auf die dann Neuankommende stoßen, wenn sie in Frankreich und Deutschland ein Unternehmen gründen wollen. Sind Sie auf besondere Schwierigkeiten gestoßen, sei es finanzieller oder praktischer Art? ou pratique? Nun, ich habe beides kennengelernt, also Probleme mit der Finanzierung als auch mit der Verwaltung. Denn Unternehmertum ist ein Abenteuer, aber es ist ein Abenteuer, das manchmal ganz schön hart ist. In Frankreich hatte ich bereits festgestellt, dass ich keine wirklichen Kenntnisse über den rechtlichen Rahmen für Unternehmen hatte, also über alles, was das Ökosystem und das Unternehmertum als solches betraf, den Rechtsstatus, Steuerzahlungen, Sozialversicherung und so weiter und so fort. Es gab also eine ganz schöne Menge an Informationen, die ich überhaupt erst verstanden habe, nachdem ich mich dann als Unternehmerin registriert hatte. Und das war ziemlich schwierig. Hinzu kommt, dass der Zugang zu den Informationen nicht unbedingt einfach ist, zumindest nicht für Migrantinnen und Migranten oder für Menschen, die neu ankommen in einem Land. Also musste ich mich mit verschiedenen Verbänden in Verbindung setzen, die mir damals ein wenig halfen, im Rahmen von Schulungen und durch Unterstützung. Und so trat ich dann einem Gründerzentrum bei, um zu sehen, wie man mein Projekt wirklich auch auf legale Weise durchführen kann und so dass ich mich an die bestehenden Gesetze halte. Aus finanzieller Sicht war es viel komplizierter, weil ich nicht in Frankreich gelebt hatte und nicht seit Jahren mich schon in Frankreich auskannte. Die Banken hielten meine Unternehmung für riskant. Also keine Bank hat mir wirklich was angeboten, weil sie der Meinung war, dass ich keinen Bürgen habe. Sie sehen also, es ist so ein bisschen wie eine Katze, die sich in den eigenen Schwanz beißt, denn als Unternehmer brauchen sie eine Finanzierung und die Summen sind manchmal enorm. Aber wir haben dieses Geld nicht und erstmal galt die Aktivität als viel zu frisch, um finanzierungswürdig zu sein. Man landet also in einer Spirale, einer Art Quid-pro-quo-Situation. Und das, obwohl ich ein französisches Tech-Stipendium habe. Das ist eine Art Zuschuss, der mir trotzdem aber nicht erlaubt, genau das zu tun, was ich eigentlich möchte, insbesondere nicht zum Beispiel Gerätschaften für die Produktion zu kaufen. Es gibt also immer noch kleine Grenzen und die Banken, die sind, obwohl ich einen Zuschuss habe, immer noch sehr vorsichtig, um mir weiterzuhelfen. Daher muss ich sagen, dass das Schwierigste für mich wirklich die Frage der Finanzierung dargestellt hat und ich denke, das gilt auch für viele andere Unternehmer und Unternehmerinnen. Ja, in der Tat. Für unsere Hörer, der Inkubator, von dem Sie sprechen, Singa, mit dem konnten wir auch ein Interview führen in einer Folge. Also schließt sich hier damit der Kreis. Sie sind auch diejenigen, die Ihnen geholfen haben, den französischen Tech-Pass zu erhalten, was zeigt, wie effizient diese Organisation ist. Aber erzählen Sie uns mehr. Was uns heute hierher führt, ist Ihr unternehmerisches Projekt. Und Sie schlagen auf Ihrer Facebook-Seite Kleidung für Frauen und Männer vor. Und sehr interessant ist, dass sie sowohl einzigartig als auch anpassbar ist. Und Sie möchten, dass Ihre Kunden ihre eigene Kleidung über eine Plattform herstellen können. Diese Kleidung wird dann auf traditionelle Weise hergestellt und nicht durch einen industrialisierten Prozess, wie er eben heute üblich ist. Und ich würde gerne wissen, warum Sie diesen Produktionsweg gewählt haben. Ja, ich habe mich für diesen Weg entschieden, weil es für mich als Kunsthandwerkerin in Frankreich, die vor kurzem den Status einer Artisan de France erhalten hat, sehr kompliziert ist, mit dem Massenvertrieb zurechtzukommen. Also mit all den Unternehmen, die Massenware herstellen, die ich völlig unpersönlich und anonym finde. Und im Vorfeld ist mein Projekt, das Label, aus einem bestimmten Bedürfnis heraus entstanden. Denn ich traf immer wieder Männer und Frauen, die mir sagten, ich würde gern zu der Zeit zurückkehren, in der ich mich durch meine Kleidung authentisch fühlte, in der ich mich selbst ausdrücken konnte und es nicht 10.000 Anzüge von der Stange aus der Massenproduktion
Produktion aus immer dem gleichen Material und immer der gleichen Farbe gab, sodass wir dann auf Hochzeiten oder anderen Empfängen alle gleich aussehen. Es gibt also meiner Meinung nach einen großen Teil auch der Bevölkerung, der zu dieser Ursprünglichkeit, zu einem persönlicheren Stil zurückkehren möchte, der sich aber auch Sorgen um die Umwelt macht, um die Auswirkungen, die die Produktion in der Textilbranche hat und die sich für eine soziale und solidarische Wirtschaft einsetzt. An diesem Punkt setzt das Label an und schlägt Kleidung vor, die von Designern hergestellt wird, von einem Ökosystem von Designern und Künstlern in Lyon mit der Idee einer Art Kollektivs. Es ist keine Markenidee, sondern wirklich eher ein Kollektiv, was bedeutet, dass es in den verschiedenen Städten, in denen wir uns in Zukunft niederlassen werden, ein Netz aus lokalen Kunsthandwerkern und Lieferanten gibt. Es handelt sich somit also wirklich um ein Projekt, das zur Sozial- und Solidarwirtschaft beiträgt. Und ja, die digitale Seite der Dinge ermöglicht dabei eben auch meinen Kunden außerhalb Frankreichs, ihre eigene Kleidung zu gestalten. Sie sind wirklich auf der ganzen Welt verteilt, ob in Afrika, Amerika, Nordafrika oder auch eben in Europa, so dass sie ihre eigene Kleidung durch eine Software, die gemacht wird, selbst kreieren können und dann an die Werkstätte schicken können. Und wir können dann die Kleidung in ihrer Größe eben maßgefertigt und in der Farbe ihrer Wahl herstellen. Ihr Projekt ist also Teil einer sozialen, solidarischen, aber auch grüneren und nachhaltigeren Wirtschaft. Außerdem hat der dritte Teil Ihres Projekts eine Hightech-Komponente. Das ist ein sehr innovatives Vorhaben. Können Sie uns darüber noch mehr erzählen, wie diese digitale 3D-Erfahrung funktioniert? Sur le fonctionnement donc de cette expérience digitale en 3D finalement que vous voulez proposer. Alors, je me suis rendu compte que beaucoup de clientes avaient du mal à se visualiser. Justement, les vêtements dans les magasins sont présentés. Ja, also ich habe festgestellt, dass viele Kunden Schwierigkeiten haben, sich selbst in Kleidung vorzustellen. Denn die Kleidung in den Geschäften ist völlig unförmig, sodass es sehr schwierig ist, sich selbst in dem Kleidungsstück zu projizieren. Für mich hat die digitale Technologie also einen spielerischen, aber auch notwendigen Teil. Das heißt, die Kundin sieht durch die Eingabe ihrer Maße in unserer Datenbank ihren Körper so, wie er ist. Und sie sieht also ihre Maße und kann in dem Moment das Kleidungsstück wirklich auch dreidimensional betrachten. Das heißt, das Kleidungsstück, das sie entworfen hat, kann sie aus jedem Winkel dreidimensional sehen. Sie kann dann auch noch Änderungen vornehmen, bevor sie den Auftrag an die Werkstatt gibt. Es ist also eine Anprobe, ein Erlebnis, eine digitale Anprobe, die auf unterhaltsame Weise angeboten wird, aber auch sehr nützlich für unsere zukünftigen und aktuellen Kunden und Kundinnen ist. Digital, numérique, qui est proposé de façon ludique, mais aussi très utile à nos futurs clients et à nos clients actuels. Heute haben Sie den französischen Tech-Pass und Ihr Projektvorhaben ist zwar klar ausgearbeitet, aber wie Sie sagen oder wie Sie gesagt haben, es ist ja noch in der Entwicklung. Was fehlt Ihnen Ihrer Meinung nach noch, um das Projekt tatsächlich auf den Weg zu bringen? Ja, was mir heute noch fehlt, ist wirklich die Finanzierung. Denn es ist ein sehr großes Projekt, das extrem teuer ist. Am Anfang habe ich mir gesagt, dass ich meine eigenen Mittel einsetzen werde, aber ja, das ist sehr schwierig. Was wir heute brauchen, sind Partnerinnen und Partner, die uns vertrauen und uns begleiten können. Und ich denke, auch Rat in verwaltungstechnischen Fragen ist wichtig, den wir zum Beispiel von Singa für das Projekt bekommen. Avec leurs conseils, comme peut le faire Singa sur ce projet-là. Wir sprechen heute ja über Migrantepreneur und wie glauben Sie, hat Ihr Migrationshintergrund zu Ihrem Projekt beigetragen? Also inwiefern hat Ihre Migrationsgeschichte, die Sie selbst erlebt haben, dazu beigetragen, dass Ihr Projekt heute so außergewöhnlich ist? Heute kann ich sagen, dass die gesamte Migrationserfahrung mir viel Kraft und Reichtum gebracht hat, die ich in meinen Dingen umsetze. Also in dem Sinne, dass ich heute in Frankreich mit französischen Herstellern zusammenarbeite, aber ich eben auch Einflüsse von außen einbringen kann. Von dem Austausch, den ich erleben durfte, von den Erfahrungen, die ich von verschiedenen Seiten machen konnte.
Und ich kann sagen, dass man das dann auch in der Kleidung wiederfindet, denn es sind nicht nur Seidenkleider, sondern zum Beispiel auch Seide und Quinte, also ein Stoff aus der Region, aus der ich komme. Manchmal findet man in meinen Kreationen Stoffe, die aus Thailand stammen, traditionelle Stoffe. Und dank all dieser Erfahrungen, dank dieses Abenteuers der Migration, kann ich Kunsthandwerkern eine Sichtbarkeit bieten, die sie sonst vielleicht nicht gehabt hätten. Meine Kleidung spiegelt letzten Endes also die Menschlichkeit auch in ihrer Diversität wider, die überall zu finden ist. Und das zeigt mir, dass wir uns alle ähnlich sind. Ja, spannend, dass Sie das angesprochen haben. Das ist auch ein Ziel Ihres Projekts, so wie ich es verstanden habe. Es hat eben auch diese soziale Seite, nämlich Menschen in Kollektiven zu organisieren, die selbst eine Einwanderungsgeschichte haben. Ja, genau so ist es. Und ich denke, dass jeder Migrant und jede Migrantin im Gegensatz zu dem, auch was wir hören und auch heute auf der politischen Bühne oft sehen, ja eine Bereicherung für unsere Gesellschaft darstellt, weil er oder sie etwas Zusätzliches eben mitbringt, dass er oder sie bereit ist zu teilen. Ich glaube aber auch, dass es viele gibt, die ihre Fähigkeiten einbringen wollen und nicht unbedingt die Chance dazu haben. Wir wollen also zusätzlich zu den einheimischen Kunsthandwerkern eben auch Künstler mit Migrationshintergrund integrieren, die so die Möglichkeit haben, ihr Talent zu entfalten. Vielen Dank für die Präsentation dieses schönen Projekts, für das wir Ihnen den größten Erfolg wünschen, und wir hoffen, dass es sich gut entwickelt und es anderen Menschen, die im Bereich Kunsthandwerk arbeiten, aber auch Migrantrepreneur ermöglicht, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Abschließend möchte ich Sie noch etwas fragen, und zwar, wie sehen Sie den Unternehmergeist von Migranten in Frankreich heute? Vielleicht haben Sie ja noch Kontakt zu anderen Menschen, denen es ähnlich geht wie Ihnen. Und was muss sich Ihrer Erfahrung nach noch ändern oder was funktioniert bereits gut, um auch vielleicht etwas Positives anzusprechen? Alors pour une touche positive, j'ai envie de dire, c'est tout ce que les migrants sont capables d'apporter aujourd'hui. Ja, also positiv möchte ich anmerken, dass Migrantrepreneur der französischen Wirtschaft heute alles bieten, was sie an Innovation, an Talent, an Menschlichkeit eben auch mitbringen. Und das ist für mich das Wichtigste, also die Art und Weise, wie wir die Dinge betrachten, denn da müssen wir nämlich unsere Sichtweise wirklich ändern. Ja, und als Migrantin selbst und an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die wie ich einen migrantischen Hintergrund haben, wir zahlen Steuern, wir tragen zur Rente bei. Also bringen wir etwas Konkretes in die Gesellschaft auch ein. Einige stellen Leute ein. Wir beteiligen uns aktiv an der Wirtschaft. Wir sind eher ein Aktivposten als eine Belastung. Wir bringen etwas ein, sowohl menschlich als auch wirtschaftlich. Und wir müssen wirklich die Art und Weise ändern, wie wir diese Dinge betrachten. Und ich denke, das ist genau auch das, was der Podcast uns hier ermöglicht. Aber das ist eben auch, was Singa vor Ort tut, nämlich Talente zu finden und sie zu fördern, indem sie sagen, dass sie zwar Migranten sind, aber sie sind eben Migranten, die sich integriert fühlen sollen und Migranten, die etwas beitragen können, die an der Wirtschaft aktiv teilhaben. Und ich stelle fest, dass sich dies langsam, aber sicher auch im öffentlichen Diskurs durchsetzt. Es durchdringt bereits die Stadt Lyon. Es gibt viele Aktivitäten, die darauf ausgerichtet sind. Und für mich ist das wirklich die positive Seite. Und jetzt hoffe ich, dass sich das dann auch auf die Banken überträgt und dass sie den Migranten und Migrantinnen mehr Vertrauen entgegenbringen werden. Déjà sur la ville de Lyon, il y a plein d'activités qui sont faites pour ça. Et pour moi, c'est vraiment ça. Le côté positif. Maintenant, j'espère et on prie et on travaille aussi pour que ça puisse s'étendre au niveau des banques et qu'elles puissent faire confiance aux migrants. Vielen Dank für diesen persönlichen Bericht. Haben Sie vielleicht noch einen letzten Ratschlag für andere junge ausländische Unternehmerinnen und Unternehmer, die in Frankreich ein Unternehmen gründen möchten, so wie Sie es jetzt tun? Alors, le dernier conseil que je donnerais, ce serait ne restez pas. Ja, also der letzte Ratschlag, den ich geben würde, wäre, dass man nicht alleine bleiben sollte und sich nicht isolieren sollte, sondern auf andere zugehen sollte. Also es gibt heute Strukturen und Programme, Ausbildungskurse, die extra eingerichtet wurden, um Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund zu unterstützen. Einschließlich Singa, die ich noch einmal erwähnen möchte, weil sie einfach eine außergewöhnliche Arbeit geleistet haben. Und dafür möchte ich Ihnen mein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen. Es geht darum, näher an die Institutionen, die Strukturen und die Unterstützung heranzukommen letztendlich. Und es stimmt, dass wir manchmal eine Idee für ein Projekt haben, aber erst wenn wir uns in einem Team oder an eine Organisation oder einen Inkubator wenden,
können wir dieses Projekt dann auch umsetzen. Und dadurch bekommt man auch diesen Blick von außen, den wir nicht immer automatisch selbst haben. Und dieser Blick von außen ist für mich das Wichtigste. Also der ist wirklich sehr viel wert. Und deswegen möchte ich sagen, ja, bleibt nicht für euch, sondern geht wirklich auf Leute zu. Also macht die Türen auf, zögert nicht, Türen auch mal einzutreten und sich auch mal aufzudrängen, auch wenn es nervt, aber es ist es wert am Ende. Denn ich denke, es ist wirklich ein Kampf, der sich auch lohnt. Migrantrepreneur. An dieser Stelle möchte ich unsere Zuhörer auf unsere ersten Folgen verweisen, in denen sie ganz viele Tipps finden, die ihnen auf ihrem unternehmerischen Weg helfen können. Und ich danke Ihnen für dieses faszinierende Gespräch und vor allem dafür, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Ich möchte mich persönlich aber auch nochmal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dafür bedanken, dass Sie uns in den letzten Wochen zugehört haben. Es war mir eine große Freude, an der Erstellung und Produktion dieses Podcasts und an diesem Projekt mitzuwirken, was eben zu diesem tollen Ergebnis geführt hat. Ich habe viele Menschen aus der Unternehmerwelt und Menschen mit Migrationshintergrund kennenlernen können. Die nächste Folge wird ein wenig anders sein als die bisherigen Folgen. Darin werden sich Auszüge aus dem Workshop Migrantrepreneur finden. Und für diesen Workshop haben wir Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen zusammengebracht. Manche haben Sie in dem Podcast schon gehört, aber eben auch andere, die wir erst in den letzten Wochen kennenlernen konnten. Qui nous ont fait l'honneur de leur présence ces dernières semaines. Merci à vous.